Mittendrin im Kampf um Europa geht's weiter für unsere Hertha beim SC Freiburg, die überraschenderweise 12. nur sind. Also die spielen auch, denke ich mal, unter ihren Erwartungen. Wir spielen natürlich weit über unseren Erwartungen. Also, wie gesagt, als Aufsteiger kannst du nicht erwarten, dass du hier auf Platz 6 stehst. Und dass du eigentlich mitten, wie gesagt, im Kampf bist ums internationale Geschäft. Viele Spieler haben wir nicht mehr, von daher ist jetzt nochmal die Möglichkeit, viele Punkte zu sammeln. Und dann können wir das vielleicht doch irgendwie schaffen, den Durchmarsch ins internationale Geschäft von Liga 2. Aber Freiburg, das ist auch so eine unangenehm zu spielende Truppe. Da haben wir 3-1 in der Hinrunde verloren. Aber da haben wir auch nicht gut gespielt. Von daher erhoffe ich mir heute eine bessere Leistung. Und dann vielleicht sogar ein Sieg. Und dann haben wir jetzt auf jeden Fall Platz über Forbes. Richtig gut gesehen von Busio. Erste Chance, 8. Minute. Das ist ganz, ganz typisch bei Forbes und auch bei Nusa. Wir haben schon 1-2 Situationen in der Saison gehabt, wo sie genau diese Dinger nicht gemacht haben. Und die musst du halt machen. Das ist halt einfach auch eine Sache, da musst du auch mal so ein Ding machen. Dann gehst du hier in Führung früh, setzt den Gegner noch mehr unter Druck. Aber das könnte eine Idee sein. Schnell umzuschalten über Forbes, wenn Busio das immer sieht. Und Serda holt sich die Pille zurück. Sehr schön. So, Glatzel in der Mitte vielleicht. Nee, aber so Flanken. So eine Flanke, damit kann niemand was anfangen. Ja, und Glatzel, der agiert so ein bisschen unglücklich, ne? Der hat ja gegen Wolfsburg zu Hause eine riesen Chance vergeben. Auch die Spiele danach nicht gut performt. Meisterschaftskampf übrigens auch noch sehr, sehr interessant. Seht ihr links in der Live-Tabelle. Aber wir können das... Oh, sehr, sehr schön gespielt. Wir können ihm ja helfen, indem wir ihm so eine Vorlage geben, dass er nur noch reinschieben muss. Er tut sich zurzeit ein bisschen schwer. Er macht viel, er läuft. Versucht ins Pressing vorne sich mit reinzubringen. Aber leider schlägt er nicht so ein, wie ich mir das erhofft hatte. Aber wir machen das. Wir schaffen das. Barco, er muss sich halt nur mal in Position bringen. Guck mal, was macht er jetzt zum Beispiel hier? Er soll in die Mitte. Warum lässt er sich fallen? Damit er Platz macht wahrscheinlich für Oladu zum Beispiel und Andrew. Andrew im Tor. Und Forbes bei der Ecke reingetreten. Da kommt Brabeck an den Kopfball. Und die Führung. Das ist auch ein sehr, sehr geiler Transfer gewesen. Brabeck wirklich ablösefrei. Nichts dafür bezahlt, nur ein bisschen Gehalt. Dafür, dass er uns hier ab und zu den Laden hinten dichtet und dann auch gerne solche Tore hier macht. Sehr schön. Guter Kopfball, kommt mit viel Schwung. Das hätte auch Glatze sein können. Zweites Tor im 16. Spiel. Wichtig, das war gerade in so einem Spiel in Führung gehen. Das gibt uns wirklich sehr, sehr viel Sicherheit. Und die Freiburger machen zurzeit auch nicht so viel. Also sie machen hinten viel falsch. Wir haben schon mal 1-2 Pressing-Situationen gehabt mit Serda, wo wir den Ball zurückbekommen haben. Aber wenn sie dann ins Gegenpressing gehen, dann haben wir vorne natürlich durch unsere breite Formation richtig viel Platz. Nusa. Jetzt allein gegen alle. Nusa, da wäre Glatzel gewesen. Da ist er. Bobby Glatzel mit links. Ja, er nähert sich an. Er kommt. Ein anderer Stürmer wäre nicht bezahlbar gewesen, beziehungsweise jemand mit so einer hohen Gesamtstärke wäre nicht bezahlbar gewesen. Oh, Busi hat ein kleines Kreuz da, Verletzung, aber wird hoffentlich schon schnell wieder weggehen. Also hoffe ich und gehe ich einfach mal von aus. Gregoritsch. Auf Doan, jetzt müssen wir aufpassen. Barco. Bekommt den nicht gestellt, doch, bekommt den gestellt. Holt den Abstoß, perfekt, sehr gut. Läuft richtig gut. Die letzten Spiele waren ja leider besonders spielerisch auch nicht so erfolgreich. Dann natürlich auch vom Ergebnis her nicht. Aber ich gelobe Verbesserung. Gerade hier im Saison-Schlussspurt, wenig Spiele noch. Deswegen ist es jetzt umso wichtiger, hier die Siege zu holen. Und wir kommen über Forbes, sieht richtig gut aus. Barco läuft da ein, dann kriegt er den. Ah, schade. Bekommen wir nicht durch die Beine gespielt. So, dann immer wieder pressen. Dann können sie entweder nur hinten rum. Jetzt spekuliere ich mal oben. Ja, dann später auf Gulde. Aber das ist alles okay. Sofern sie weg sind von unserem Tor, können sie da rumspielen. Dann machen wir ab und zu mal ein kleines Foul.
Da zum Beispiel auch wieder der Vorteil. Und dann sieht das doch bei Weitem sehr, sehr gut aus. Aber Achtung, Günther kommt. Serda steht eigentlich auch immer richtig, beziehungsweise fast immer richtig. Busio mit seiner Verletzung. Gregoritsch, Achtung. Also die Freiburger, die kommen nicht durch. Wir machen das richtig, richtig gut. Bis zum Strafraum ist das alles sehr okay, aber dann Gott sei Dank nicht. So, Glatzel, schade. Der direkte Ball wäre es halt gewesen. Setzt sich dadurch mit seinem 1,90 Körper. Und es ist sehr, sehr schwach von Freiburg. Also die kommen bis zum Strafraum, alles schön und gut, aber dann fehlt es halt zum Glück. Das Pressing funktioniert auch nicht ganz so, wie wie sie sich das gedacht haben. Deswegen haben wir halt diese Lücken hier. Und dann müssen wir unsere Flügelleute halt immer wieder ins Spiel kriegen. Doan gegen Barco. Ja, hat auch wieder ein bisschen Glück. Jetzt ist er dazwischen. Sehr gut. Eine sehr, sehr gute Leistung in der ersten Halbzeit. Aber ist noch nicht vorbei, ey. Ich dachte, er pfeift ab. Jetzt aber. Jetzt aber gerne abpfeifen. Jetzt ist der Ball weit weg vom Tor. Überraschend stark von uns und überraschend schwach von Freiburg. Aber es ist noch eine zweite Halbzeit zu spielen. Das Blatt kann sich auch ganz schnell wenden hier. 4:0 Schüsse. Mehr Ballbesitz für Freiburg ist völlig okay. Na gut, Busio. Das wird auch irgendwann weggehen. Das ist halt wieder diese Situation, dass das Pflaster da steht. Wahrscheinlich nur, um uns zu verunsichern. Vielleicht ist da doch was nach dem Spiel. Dann kommt auf einmal Kreuzbandriss, keine Ahnung, halbes Jahr verletzt. Aber so schlimm wird es schon nicht sein. So, wie machen es jetzt die Freiburger? Und besonders wir. Wie machen wir das jetzt? Marco Forbes zieht weg. Von daher hat er hier Platz. Auch eine sehr, sehr leichte taktische Meisterleistung. Einfach durch den Mitspieler einen Gegner zu ziehen. Bradley Serda wäre da gewesen und dann wieder hier ins Pressing zu gehen mit 2 Mann. Dann wissen sie, ja, im Normalfall eigentlich nicht wohin, aber hier in-game kriegen sie es immer verteidigt. Immer. Da können sie sich drehen und wenden, wie sie wollen. Wir gehen ins Pressing rein. Ja, und Andrew sind sehr, sehr verunsichert hier, die Freiburger. Wissen nicht, was sie machen sollen, kommen dann aber irgendwie durch Glück trotzdem raus. Aber die Idee, die ist gut und die machen wir weiter. Wir müssen weiter vorne ins Pressing gehen. Achtung, Ball hinter die Abwehr. Günther Eggestein. Die Chance jetzt Kofi Chiré. Ja, der erste Schuss, glaube ich, der Freiburger. Nach 56 Minuten vorbei am Tor von Jonas Urbich, der da eigentlich momentan einen entspannten Tag hat. Bislang. Hoffentlich bleibt es so. Wir haben so viel Platz hier, besonders durch Forbes, Nusa, die immer wieder, wie gesagt, Gegenspieler ziehen und dann solche Lücken hier reißen für Barco oder auch für Bradley. Apropos Bradley und Barco. Barco setzt richtig gut nach und Glatzel! Na also! Es geht doch! Hier, Paradebeispiel von Pressing. Forbes zurück auf Glatzel. Der war auch wieder eigentlich nicht gut geschossen von Glatzel. Aber Andrew, ja, ist so nett und ist so freundlich. Normalerweise muss er den halten. Hier, Andrew. Ich weiß auch nicht, was die Hand da wieder macht. Die geht ja schön aktiv weg vom Ball. So als wenn er sagen wollen würde, komm Junge, mach dein Tor. Aber es zählt nicht als Eigentor, ne? Nee, Glatzel. Also er hat's. Er kann doch noch Tore schießen. Nach einer Stunde perfekter Zeitpunkt und auch verdient. Also wir spielen richtig, richtig gut. Und Freiburg, Gott sei Dank, überraschend schwach. Sein erstes Tor. Sein Premierentor hier in der Liga. Im Pokal hat er ja getroffen beim VfB. Aber das Pressing, das gefällt mir richtig gut. Wenn das so halt immer klappen würde, dann seht ihr ja, dann haben wir große Chancen. Und dann machen wir auch unsere Tore. Nur es muss halt auch funktionieren. Wenn das nicht klappt, dann siehst du halt alt aus. Dann hast du halt hinten den Laden offen. Jetzt gibt es da mal einen Foul, alles okay. Der Spielfluss wird wieder unterbrochen und somit kommen die Freiburger nicht in ihr Spiel rein. Bislang, das ist sehr, sehr gut. Jetzt machen wir was ganz Überlegtes. Okay, da sollte eigentlich der Keeper den Ball kriegen. Und dann geht es wieder ganz einfach nach vorne. Ein einfacher Doppelpass und dann haben wir so viel Platz. Es muss Glatzel kreuzen, dann kriegt er den. Ja, nee, abseits. Der sollte eigentlich auf Glatzel. Und wir lassen Glatzel auch heute mal durchspielen. Vielleicht macht er noch ein zweites Ding, das wird ihm auch mal ganz gut tun. Aber aufgepasst, die Freiburger jetzt mit der Chance. Ja, die Lücke hatte ich gesehen.
Da kommt jetzt gerade keiner hin. Adamu, Kempf ist da, perfekt. Und es gibt, nein, es gibt Elfmeter. Da mache ich nach 10 Spielen gefühlt mal wieder eine Grätsche im Strafraum, gibt sofort Gelb und Elfmeter. Also hat sich auch nichts geändert, wobei ich sagen muss, nee, um Gottes Willen. Lass mich kurz drauf gucken. Ganz kurz, geht ganz schnell. Schneller als der VAR. Mal kurz gucken, ob ich zuerst den Ball getroffen habe. Ja gut, also in der Szene sieht es so aus, als hätte ich zuerst den Ball getroffen. Na gut, ich treffe erst den Gegenspieler. Okay. Aber es ist halt auch wieder zu billig, ey. Zu einfach. Eine einfache Grätsche. Genau, ich wollte hier immer wechseln. Können wir mal neue Flügelspieler bringen. Reze und Jinma. Aber das ist halt zu billig. Echt. Wir haben die so gut im Griff und dann durch eine Aktion. Da musst du auch nicht unbedingt Elfer pfeifen. Bin ich ganz ehrlich. Vielleicht hält Obich den ja gegen Adamu. Nee, verliert ihn. Ich war eigentlich schon im richtigen Eck, um ihn zu verwirren. Und dann 2-1 nur noch. Sehr unglücklich, weil halt auch unnötig. Adamu trifft genau in das Eck, wo ich mich erst hingestellt habe. Nun gut, also es wird noch mal ein bisschen haarig, es kommt auch noch mal ein bisschen Würze rein in das Spiel. Aber gut, passiert. Dafür haben wir ja vorne heute eigentlich ein gutes Pressingspiel, was gut funktioniert. Müssen wir noch ein drittes machen, um hier auf Nummer sicher zu gehen. Bradley, Jinma, ja, zieht mal was auf. Oladu kommt. Außenplatz über Barco, vielleicht ein Doppelpass mit Reze. Nee, oder Reze macht es mal hier alleine. Serda, jetzt hat er den Platz und den Abschluss und Andrews diesmal da. Aber genau diese Lücken müssen wir reißen, da müssen wir uns ein bisschen Zeit lassen vorne. Auch mal 2, 3 Bälle mehr spielen, bis sich dann die Lücke ergibt und dann müssen wir genau diese bespielen. So wie hier in Jinma. Serda läuft durch, der will das Tor machen. Serda, ja. Hat in der ersten Halbzeit wirklich 2, 3 Situationen richtig gut vorne im Pressing gelöst, hat die Bälle dann gewonnen. Noch haben wir Zeit, um mir noch ein drittes Ding zu machen. In Jinma, sehr schön, Serda. Wenige Kontakte jetzt. Jetzt brauchen wir irgendwo Glatzel in der Mitte oder Reze. Ja, Reze, der kann zirkeln. Oh, der wird lang, aber der ging 3, 4 Meter vorbei gefühlt. Und wieder hier das Pressing auf der Außen. Günther und Jinma, diesmal kommt er leider nicht ran, aber besonders hier auf den 8er Position. Da klappt eigentlich das Pressing relativ gut. Oh, Adamu, eine falsche Bewegung. Und Obich ist da. Jetzt darf er sich doch noch mal ein bisschen auszeichnen. Also sein ruhiger Arbeitstag ist vorbei. Jetzt Achtung, Barco. Ne, Busio war es. So, gut geklärt. Und jetzt komm, 3 gegen 2, wenn wir es gut zu Ende spielen. Serda, Reze und Jinma ist durch. Alleine, ja, gegen 2 Mann. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die müssen wir ausspielen. Das sind 3 gegen 2. Aber wir kriegen es gut geklärt. So, nächste Chance. Nächster Konter. Reze auf Glatzel. Gegen Gulde. Glatzel. Oh, mit weiten und großen Schritten vorbei. Aber dann leider zu langsam. So, 2 Minuten Nachspielzeit. Hier nochmal zupressen, nochmal irgendwo einen Foul holen und dann haben wir es. Das sollte es gewesen sein. Ja, noch 5 Sekunden, 10 Sekunden. Also, wir haben gut gepresst. Das ganze Spiel über lang. Hier ganz besonders. Und wir gewinnen knapp. Am Ende unnötig spannend gemacht mit 2-1. Bleiben weiter oben dran. Halten uns hoffentlich die Konkurrenz ein bisschen vom Leib, je nachdem wie die natürlich gespielt haben. Ja, aber wichtig, mal wieder gewonnen. Ein sehr, sehr dominantes Spiel von uns. Oh, Bayern verliert 3-0 gegen Bremen zu Hause. Die sind doch auch Aufsteiger, ne? Nein, Quatsch, bin ich bescheuert, ey. Was hatte ich gerade im Kopf? Was habe ich gerade gedacht? Nein, Bremen ist doch kein Aufsteiger, um Gottes Willen. So, Busio, 4 Wochen. Eine Oberschenkelzerrung, okay. Hätte auch nichts gebracht, wenn wir den ausgewechselt hätten. Gut, dann müssen wir jetzt Busio ersetzt bekommen. Fragt sich nur wie. Wir spulen erstmal vor, wir haben Länderspielpause. Das ist gut für seinen Heilungsprozess und dann geht's rein in die letzten paar Spiele. Gut, Alex Moyano, 15 Jahre. Der könnte eventuell noch einer werden, wenn wir den öfter einsetzen. Frankfurt hinter uns, Wolfsburg hinter uns, da haben wir gut 9 Punkte Vorsprung. Es ist halt im Prinzip nur noch Frankfurt gefährlich. So vom Gefühl her. Und vorne wird es halt auch immer spannender, immer enger. Die Bayern haben sich vielleicht schon verabschiedet aus dem Meisterschaftskampf.
Weiß man nicht. Dann haben wir auch noch DFB-Pokal gegen Wolfsburg. Ja, Maolida, ja, wir reden bald. Bekommst halt ein bisschen mehr Gehalt, dass du dafür auf der Bank sitzt. So, wie kriegen wir Buso ersetzt? Haben wir da jemanden? Glaube ich, ne? Ah, wir hätten Guzman. Da müssen wir aber die Aufstellung ein bisschen umstellen. Guzman, Miller hätten wir noch. Dann kommt jetzt der junge Guzman rein. Wenn wir das so vielleicht spielen, rechtes zentrales Mittelfeld, Serda in der Mitte. Wir machen das mit Guzman. Ich vertraue dem. Der wird jetzt mal ins kalte Wasser geworfen. Wir machen das schon. Stuttgart ist 10. Haben auch mit unten nichts mehr zu tun. Unten wird es für Schalke auch ja, immer enger und die werden auch absteigen. Dann haben wir Union, Augsburg, Bremen, Hannover, Bochum, Freiburg. Auch ein sehr, sehr spannendes Duell. Also für die war das ein wichtiges Spiel eigentlich. Ich wusste gar nicht, dass die so tief unten drin stehen. Naja, also, wir haben nicht mehr viele Spiele. Nämlich genau noch 8 Spiele in der Liga. 2 hoffentlich noch im DFB-Pokal. Und vielleicht am Ende der Saison sogar ein Titel als Aufsteiger. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.